Entartete Kunst ist, was die Nazis heißt, mehr moderne Kunst, Hass und keine Kreativität fordern. Entartete Kunst ist sehr modern, sehr bunt, nicht so realistisch, über innere Gefühle und viele Kunstwerke protestieren der Erste Weltkrieg. Auch viele Kunstwerke ist über Armut und der Traurigkeit. Die Nazis zeigen entartete Kunst und im Museum zu beleidigen es. Und sie lehren die Leute über der Unterlegenheit der Künstler/Künstlerinnen. Dann, sie hat die Kunst weggenommen. Doch diese Kunst hat immer noch einen großen Einfluss an Kunst heute. Ist das deiner Kunst? Ja. Schlecht. Was ist das? Entartete. Diese Bildung ist Selbstbildnis am 6. Hochzeittag von Paula Modersohn-Becker. Sie lebt von 1876 bis 1907. Sie macht Porträts mit Kindern, Frauen und ihrer selbst nackt und schwanger. Sie war der erste Frau zu machen das. Diese 2 Bildungen sind ein Beispiel von ihrer Kindporträts. Sie heißt Kind im roten Kleid und sitzendes Kind in einer Birke. In ihrem Leben, Paula hat mehr als 700 Bilder und 1000 Zeichnungen gemacht. Fast 70 von ihren Werken war gestört von der Nazis und ein paar von ihren Werke war in der Entartete Kunstmuseum. Von 1940 bis 1942 hat Max Ernst Europa nach dem Regen gemalt. Das ist diese Bildung. Er hat Skulptur, Gemälde und Zeichnen gemacht und am meisten seiner Werke war Surrealismus. Dieses Künstler war sehr traumatisiert in das Erste Weltkrieg. Also viel von seiner Werke ist über das. Dieses Werk ist ein Bild, das ist sehr surrealistisch von was die Welt sieht nach dem Krieg. Genau wie Max Ernst, Kathy Kollwitz machen ihre Kunst über den Ersten Weltkrieg. In das Erste Weltkrieg ist der erste Sohn von Kathy Kollwitz gestorben. Weil das viel von ihren Werken zeigen Tod und Traurigkeit. Auch viel von ihren Werke haben viel Sozialprotest gemacht. Ihre Werke waren sehr dunkel und dramatisch. Die Nazis mag das nicht. Also ihre Kunst war entartete und viele von ihren Werken waren gestört, konfisziert oder gingen in der Entartete Kunstmuseum. Diese Bildung ist Selbstbildnis als Soldat von Ernst Ludwig Kirchner. Kirchner war in 1880 geboren und 1938 getötet
und er war ein Führer von der Expressionismusbewegung auf Berlin. Viel von seiner Kunst war aber Menschlichkeit, Spiritualität und der Erste Weltkrieg. Seine Kunst war sehr seltsam für seine Zeit. Aber nach dem Krieg er krank werden und hat mehr traditionelle Kunst gemacht. Diese Bildung ist Der Goldfisch von Paul Klee. Paul Klee war ein Maler und Graffitiker und er lebt von 1879 bis 1940. Er hat Expressionismus, Kubismus, Surrealismus gemacht und er war in Schweiz geboren. In seiner Lebens Paul Klee schreiben und lernen über Farbenlehre. Seine Kunstwerke ist sehr modern, ein bisschen abstrakt und auch ein bisschen kindlich. Diese Schönbildung ist der Turm der blauen Pferde von Franz Marc. Er hat dieses Ölfarbe in 1913 gemacht. Im 1916, der Erste Weltkrieg, er hat gefallen. Aber vor das, er hat in der Kunstakademie in Munich gelernt und er hat aus Frankreich gereist für seine Kunst. Diese Bildung ist ein Beispiel von seiner Kunst mit einem Einfluss von Paris-Kunst. Er hat das gemacht, wann er war in Frankreich. Franz war ein Führer von Futurismus und moderner Kunst heute. Diese Bildung ist Abstieg von Wassily Kandinsky. Es ist ein Aquarellgemälde und er hat das in 1925 gemacht. Kandinskys Kunst hat viel Einfluss von Picasso und Van Gogh und war sehr abstrakt. Er war ein russischer Maler und Kunstlehrer und auch er war ein Führer von der Abstrakt-Kunstbewegung. Viel von seinen Werken hat die Nazis konfisziert, weil es ist ein bisschen kindlich und sehr abstrakt. Aber ich denke, dass seine Werke ist fantastisch. Danke, Maria. Ich werde über Nazi-Kunst gegen DDR-Kunst und ihre Unterschiede und Ähnlichkeiten und Rolle in die Gesellschaft sprechen. In der Nazizeit war die Rolle der Kunst über Propaganda und die Verbreitung der Nazi-Partei und ihre Ideale. Man kann die Bild sehen, das die Nazis darstellen wollten. Es gibt fröhliche, schöne Mädchen und sie sehen wie die arische Art aus. Auch in diesem Bild kann man einen arischen Jungen sehen und er ist mit einem Bild von Hitler begeistert. Hier ist die Statue an der Olympiapark in Berlin. Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Berenger, nach Olympiapark gefahren sind, aber hier ist die Statue an der Olympiapark. Die Männer sehen stark und groß aus und die Nazis wollten, dass die Deutschen sowohl stark als auch mächtig aussehen sollen. Ich will auch über die Probleme sprechen, dass die entarteten Künstler in der Nazizeit hatten. Die Gestapo hatten viele Werke von diesen Künstlern gestohlen und es war nie in der Nazizeit für die entarteten Künstler sicher, denn ihre Wohnungen und Häuser
konnten jederzeit durchwühlt. Künstler ohne einen Ariernachweis konnten keine Kunst machen, sonst wären sie ins Gefängnis stecken. Also es war sehr, sehr schwierig für die Künstler, die Nazis als entartet bezeichneten. In der DDR war die Rolle der Kunst ganz ähnlich. Kunst wurde benutzt, um Ideale zu verbreiten. Aber jetzt war es Kommunismus. Meistens der Kunst sollten Kommunismus verbreiten. In diesem Bild kann man eine Gruppe von Männern sehen, die arbeiten. Man kann auch die Gebäude im Hintergrund sehen. Diese Gemälde will Arbeit Spaß machen auszusehen und alle zur Arbeit ermutigen. In diesem Bild feiern die Menschen Maitag und die Frau ist ein Aktivist. Beide die Frau und der Mann sind schön und man kann auch im Hintergrund Stalin sehen. Alle die Menschen sehen auch glücklich aus. DDR-Kunst wollte zeigen, dass Kommunismus für alle ist und dass alle glücklich sind. In dieser Wandmalerei gibt es viele Menschen und eine Frau, die eine Flagge hält. Es zeigt, dass Kommunismus alle zusammenbringt. Ich denke, dass das der wichtigste Punkt von diesem Bild ist. Aber Kunst in der DDR war nicht nur kommunistische Kunst, aber auch moderne Kunst. Es gab viele andere, aber Gerhard Richter, Anselm Kiefer und Gotthard Graubner haben moderne Kunst gemacht, wie Abstraktkunst. Hier ist ein Bild von Gotthard Graubner und ein Bild von Anselm Kiefer. Man kann die Unterschiede zwischen dieser Kunst und die andere Kommunismuskunst sehen. Diese Kunst sieht freier aus. Ich fühle mich, dass das der Punkt von Kunst ist, dass es frei und nicht eingeschränkt sein sollte. Jetzt zu dir, Avery. Kunst heute in Deutschland und auch in Amerika. Heute sehen wir oft, vielleicht immer Kunst. Es gibt Straßenkunst und Graffiti, Werbung, Musik. Aber was ist die Rolle von Kunst in Amerika? In Deutschland? In der Welt? Ist die Kunst wichtig und brauchen wir Kunst? Die Stadt Pittsburgh ist ziemlich künstlich. Es gibt viele Museen und Kultur. In der Ausstellung Carnegie International kann man eine große Auswahl von verschiedenen Werken sehen. Die Kunst ist interessant, multikulturell und auch manchmal seltsam. Wie zum Beispiel, es gibt Performancekunst von Christian Neampetter oder Naufus Ramirez Figueroa. Sie machen Videos und tanzen. Es gibt auch Installationen und Skulpturen, wie zum Beispiel die von Mireli, Sungui Kim oder Dia al-Azawi. Oder Gemälde wie die von Yu Yunying oder Tori Thornton. Oft sind diese Werke von gesellschaftlichen oder mündlichen Situationen inspiriert. Die Kunst kommuniziert Meinungen und das kann vielleicht politisch sein. Wie zum Beispiel das Werk von Sungui Kim, die heißt Stock Garden in 2022, erforscht die Kapitalismus und die Probleme mit der Änderung von unserer Gesellschaft. Aber die Werke sind auch manchmal von die persönlichen Situationen die Künstlers inspiriert. Wie zum Beispiel dieses Werk von Yu Young, wie heißt Curtain, ist vielleicht von die Traurigkeit von die Künstler, wenn sie alle allein ist. Aber ist die Kunst interessant, wenn sie nur persönlich ist? Wie hat Herr Beringer gesagt, im Leben die Musik und das Film und die Design sind sehr wichtig.
Kunst ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht sind Gemälde und Skulptur nicht so wichtig, aber es ist wichtig, dass sie existieren. Die Künstler informieren den Welt und auch den Zukunft der Welt. Es ist wichtig, dass wir die Kunst unterstützen können. Ich finde, dass die Kunst ist wichtig und auch imperativ, um das Welt zu genießen und auch zu verstehen. Mit Kunst können wir andere Perspektiven und Hintergründe sehen. Wie hat Herr Berengar gesagt, die Kunst bringt die Menschen zusammen. Die Kunst lässt uns auch die Schönheit zu erforschen. Wir Menschen, wir brauchen alle Kunst, weil ohne Kunst die Welt viel weniger interessant wäre. Manchmal und oft können wir nicht ein Kunstwerk, die wir sehen vielleicht im Museum, verstehen. Aber wir können vielleicht ein bisschen mehr über eine Situation oder das Leben von einem Künstler lernen. Und wir können also von anderen und verschiedenen Perspektiven lernen. Das ist sehr wichtig. Wir müssen nicht jeden Tag zum Museum gehen. Aber wie Herr Berengar hat gesagt, es ist wichtig, dass die Kunst existiert. Und es ist auch wichtig, dass wir die Kunst erforschen. Aber ist die Kunst wichtig genug in den Vereinigten Staaten und in Deutschland? Ich bin nicht Künstler. Ich muss Kunstklassen in der Schule nehmen, aber ich mache nicht oft Kunst andernfalls. Sam Bode hat auch gesagt, dass er nicht viel Kunst macht, aber er spielt die Geige. Auf der anderen Seite, Maria macht viel Kunst. Sie zeichnet, sie macht Skulpturen und auch Juwelen. Aber wir haben alle gesagt, dass wir nicht oft zu Museen gehen. Und vielleicht, wir haben auch gesagt, dass vielleicht wir sollen mehr Kunst erforschen und schauen. Die Kunst ist wichtig, aber nicht genug wichtig in unserer Gesellschaft. Wie hat Herr Berengar gesagt, in unserer Gesellschaft sind wir zu kapitalistisch und man kann das vielleicht in der Kunstwelt sehen. Was wir für wichtig halten, ist Kunst, die sehr teuer ist. Die Kunst ist sehr wichtig, aber unsere Gesellschaft weiß nicht, wie wichtig das ist. Und das ist ein großes Problem. In Deutschland spielt Kunst vielleicht eine größere Rolle. Wie hat Herr Berengar gesagt, in Amerika, wir sehen viel Straßenkunst oder Graffiti und Kunst auf der Straße. Und auf der Straße sieht man auch vielleicht viele Denkmale, also etwas zu historisch feiern. Aber in Deutschland ist es wichtiger, um die Stadt schöner zu machen. In Deutschland gibt es auch sogar finanzielle Unterstützungsprogramme von der Stadt, die helfen professionelle Künstler in ihrer Arbeit. Die Schülerin von Deutschland, mit der wir gesprochen haben auch gesagt, dass sie vielleicht nicht genug zum Museum gehen. Aber sie zeigen auch, wie wichtig Kunst in die deutsche Kultur ist. Wie zum Beispiel Clemens David hat gesagt, dass ich finde, aktuelle Kunst ist besonders wichtig, wenn sie unterrepräsentierte Menschen darstellt, die sich dadurch in etwas wiederfinden können. Außerdem kann sie den Blick der Öffentlichkeit auf wichtige politische Ereignisse richten. Zoe Field hat auch gesagt, dass wir also in Deutschland haben viele Museen mit neuer und alter Kunst und jeder, der möchte, soll diese Möglichkeit genießen können. Heute gibt es überall Kunst. Auf den Straßen, in Museen, in Galerien. Wir sollen nicht immer Kunst verstehen oder schauen, aber sie ist sehr wichtig und wir müssen die Kunst unterstützen. Immer.